Hallo, hallo? Hallo, Ich bin Bernhard, das ist Lynn. Nee, warte mal, wer bist du? ich bin Poupette von The Berlin Veganist. Von Berlin Veganist. Ach so, ja, wir sind heute bei Thai-Küche, ein Sichuan-Restaurant, was ausschließlich Essen vegan interpretiert. Warst du hier schon mal? Ich war schon hier. Ja. Ich war hier, als ich nicht so viele Erfahrungen mit scharfes Essen hatte. Und es war. Die Zeit gab's. Ja. Ja. Und da war es super scharf für mich. Es gab eine Zeit, wo du nicht scharf essen. Ja. Ja. Hier, alle müssen irgendwo anfangen. Um das in einen Kontext zu bringen, es gibt bei uns im Restaurant ein Foto an der Wand, wo sie als Teilnehmer des Chili Contests ist und da kommt nicht jeder rein, da muss man scharf essen können. Als ich letzte Woche 3 bei euch bestellt habe, die haben mich so 5-mal gefragt. Aber du bist sicher, wirklich sicher. Also, ja, ich habe fast gesagt, ich bin auf der Wand. Also ich kann's. Ich bin da an der Wand auf dem Bild. Ja. Vertrau mich. Das ist eigentlich die beste Antwort, die du dann bei uns geben kannst, Ja. oder? Ich versuche gerade ein bisschen mehr ein Ziel Ein Ziel. zu haben, weil ich möchte nicht nur veganes Essen machen. Ja, Da gibt es eigentlich viel mehr ins Okay. Leben. ja, Also für mich. ja. Ja, und- Fleisch oder wie? Nein, nee, überhaupt nicht. Was gibst du noch? Nee, ich meine so. Ach so, als Ausrichtung meinst Ja, du ja. vegan? Ja, zum Glück ist das keine Allergie, aber also vegan für mich. Aber mit Was? Gluten ist es schlimm. Vegan als Allergie? Nee, ich meine für so glutenfrei ist es so schlimm, dieses so Also, Crossover, also ja. Cross-Contamination zu haben. Aber chinesisches Essen finde ich generell eigentlich ganz einfach vegan zu essen. Ja. Weil es gibt viel Tofu, so Erbsen. Aber das ist das chinesische Essen hier in Deutschland. Ja, Doche Aber ist bekannt. Okay. Das ist quasi bevor die Doubanjiang so dominant war und also die Sojabohnenpaste oder sowas auf Deutsch, war Doche eigentlich in der Sichuan-Küche viel verbreiteter. Ja, und das sind einfach Schwarzbohnen, die werden dann mit Chilis zusammen gemacht und dann kochst du das immer raus und dann hast du quasi so eine Chili-Schwarzbohnenpaste. gibt es das in China? Polenta? Auch? Anscheinend, ja, das Okay. ist ja dann das. Ja. Welches ist dein Lieblingsgericht hier? Also ich nehme normalerweise dieses. Du bist ja, achso, damit du im Training bleibst. Ja, aber das ist nicht so scharf. Aber wir fragen nach. Dann hörst du einfach gut zu, wie man auf Chinesisch fragt Okay. und dann Oh sagst du mein das immer. Aha, dein Ziel ist, dass ich so Dann kannst- weine heute. Dann mitten nach dem deutschen oder englischen Satz kommen dann so 2 chinesische Wörter und dann ist vielleicht das Ergebnis ein ganz neues. Wir testen das. Okay. Die Gemüsedumplings. sind auch super lecker und. Ja, so. Ja. Ist der Ziel, scharf zu gehen? Ja. Ja, wir ziemlich. machen das. Ja. Ich hatte ja überlegt, ob ich dich Ja. herausfordere Ja, so okay. zu einer Challenge und dann waren wir jetzt so busy, habe ich vergessen, zur Not noch die Chilis mitzunehmen. Du hast eine Suppe? Die habe ich nicht Ja. probiert. Oder sind die Dandan-Nudeln hier gut? Ich habe die nicht so in Erinnerung. Die können wir nehmen. Ich glaube, ich habe die nicht bestellt. Ja, let's try them. Ige Danjamien? Xiaode. Ige Yuxiang Shima. 臊子面，臊子面。这个是臊鸡啦。一个乌冬面，这个。还有这个小枣子。好。Abonnieren, liken, kommentieren. Das duftet doch. Welche sollen scharf sein? Dieser? Gar nicht, gar nicht. Hier, riecht mal. Guck
Guck mal, da ist auch extra Chili, falls wir das brauchen. Extra Chiliöl. Da steht Sichuan Chili Crunch. Mal riechen. Ja, aber... Ah, das ist quasi nur der Boden. Guck mal. Das ist gut. Aber mit Nüssen. Okay. Das ist einfach das Chili-Pulver. Der Rest, der Bodensatz. Also welches war dein Favorit? Der hier. Das ist auch das Schärfste. Ja, die finde ich sehr lecker. Die sind auch so Aber süß. ich glaube, vielleicht versuchen wir mit dieses an, weil der ist weniger scharf. Ja, komm, hier, Oder komm, gehen wir, du sagst gehen die wir Teigtaschen. sofort? Ich lerne jetzt zu mixen in Videos, weil vorher, ich habe nie Essen gemixt in China. Es gab immer irgendjemanden, der dann, oh komm, ich mach dir das und zack, zack, zack. Wow, Und so, das ist aber lieb. ja. Ich habe heute extra nicht weiß gestreift, Ha! weil normalerweise kommt es immer auf meine Klamotten. Man kann das doch ganz einfach machen. So, okay. Dann, Okay. Zum Wohl. mega. Dann hau rein. Ist so sauer. Der Chili ist auch. Das Öl, oder? Okay. Da ist so ein Hintermund scharf. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit, wenn es zu scharf wird, so tun, als ob ich nichts merke. Aber es ist schon ein bisschen scharf, oder? Ist schon gut, ja. Ich habe so die Theorie entwickelt, dass in Sichuan einfach die scharfen Chilis, also es gibt so richtig scharfe und dann gibt es scharfe. Und die sehen so ähnlich aus wie die nicht scharfen. Oh Gott. Und dass die ersetzt wurden durch die nicht scharfen. Wow. Weil auf unserer ganzen Reise war uns, glaube ich, einmal war es richtig scharf und ansonsten gar nicht. Okay. Ja. Und du denkst nicht, dass es, weil er so höhere Toleranz haben? Das habe ich auch erst vermutet, dass wir das jetzt können irgendwie. Und nee, aber später hat uns das jemand aus Hanyuan, das ist so 200 Kilometer südlich von Chengdu, die meinten auch, nö, wir essen hier gar nicht scharf. Das ist der Tofu, oder? Das ist diese Polenta Ach so, dann, mit Bohnenpaste. ja, ich nehme mal ein bisschen. Soll ich das mischen? Wir mixen jetzt alle hier quer durch. Wow, ja. Aber das ist ja, oh, hier, diese kleinen Schwarzen. Das ist die Herausforderung in Deutschland. Ich zeige das jetzt nur dir. Wenn du jetzt in Sichuan wärst, dann wäre das quasi überall. Okay. Und so kriegst du das so als bisschen extra. Das ist eigentlich das Doja. Okay. Ja. Wow, die ist aber süß. Musst du mal reinbeißen in das Schwarze. Oh ja, okay. Das. Die hat richtig Gewürze drin. Die findest du dann auch in der chinesischen Medizinabteilung. Wow. Ah, das finde ich so lecker, dieses hier. Das ist echt gut, ja. Das ist vor allen Dingen ganz anders, ne? Ich will ja noch gar kein Fazit machen, aber von meiner Erinnerung sind die echt leckerer geworden. Interessant mit den Selleriestücke auch. Bringt das ein bisschen leichter. Ich nehme ein bisschen mehr Chili. Immer mehr Chili. Immer mehr. Man muss trainieren. Heute Morgen schwimmen, nachmittags Chili essen. Sport, oder? Auf die eine oder andere Art. Ja. Ja, Sellerie ist so ein Staple immer. Ist das das? gehört Okay. immer dazu. Ja. Findest du in sehr vielen Sichuan-Essen. Weil es bringt immer so das knackige, crunchy so dazu. Aber die zwei sind, würde ich sagen, ähnlich scharf, oder? Obwohl Nö, die war mehr. Ja, Aber vielleicht ist das so der Weg. ich weiß auch nicht. Es kribbelt auch schon ein bisschen. Soll ich dir ein bisschen geben? Aber vielleicht nicht so viele. Okay, Moment, da sind mehr. Yuxiang-Geschmack. Und
ich gespannt. Weil das ist eigentlich ein klassisches Fleischgericht. Ja, das ist jetzt so ein deutsches Ding hier. Das Kohl, Der- der Kohl, Rotkohl. Der Rotkohl, ja. Ja. Ich finde vielleicht so ein bisschen Ersatz für Hosun heißt das. Das ist so wie so ein Wurzelgemüse. Das musst du richtig runterschälen und weil außen sieht es eigentlich weiß aus. Und wenn du es komplett geschält hast, dann ist es so richtig grün, so wie so fast so neongrün. Und ist dann aber auch, ist richtig, wie sagen wir, hat so einen Mix aus knackig, fruchtig. Ja, Wow. ich glaube, das ist so, weil das ist auch ein Okay. Gemüse, was du häufig in der Cendo-Küche findest. Der Ersatz einfach. Aber das ist fast so ein Palate Cleanser. Das ist überhaupt nicht scharf. Aber diese geht auf jeden Fall, wenn jemand nicht scharf essen kann. Ja. Das ist so fruchtig, ne? Ein Durch bisschen die Gurken. cremig auch. Also sehr erfrischend. Gut für Frühling und Sommer, würde ich sagen. Es könnte sogar noch ein bisschen cremiger sein, ja. Jetzt probiere ich mal das Fleisch hier drin. Okay. Ja, Soja hat. Ist so weich, dieses Fleisch. Das ist Frosch. Gab es schon Ärger. Ich habe so ein Short-Video gemacht mit Frosch und dann einfach so, da gab es nur so Kommentare, so Kotze-Smiley und I und so. Wir haben in einem Restaurant Frosch gegessen Oh, I see. und dann gab es halt gleich das Feedback dazu, weil Frosch so ein bisschen ungewöhnlich zu Hähnchen und Ja, Co. aber ist. komm, in Europa ist es schon, also die Franzosen essen Frosch. Ja. Es ist auch nicht so weit, muss man nicht so weit gehen, bevor man Frosch. Ja. Ja, aber stimmt. Wir sind heute ja vegan unterwegs. Dann reden wir nicht mehr über Aber mit Frosch. den Franzosen. Hast du immer vegan gegessen, oder? Nein, nur seit so 7 Jahren bin ich vegan. Ja. Ja, und ich habe vorher Fleisch absolut geliebt. Ja. Also so tief geliebt. Ich war so die größte Fleischesserin. Und was ist passiert? Oh, der Internet hat mich ganz viele Videos gezeigt und ich könnte es nicht mehr. Das Internet hat dir ganz viele Ja. Videos gezeigt. Ich war neugierig und könnte nicht mehr weggucken von. Meinst du, der Algorithmus manipuliert zum Veganessen oder wie? Nein, ich war neugierig und dann natürlich kamen so vieles Infos. Ach, wie das gemacht wird oder was damit passiert mit den Tieren oder was? Ja, und jetzt, wenn ich denke an ein Tier zu essen, Ja. ist es unvorstellbar für mich. Ein Tier, ein lebendiges Tier Ja. zu töten, um das zu essen, ich kann so viele Gutes essen, ohne Tiere zu töten. Ja, Ich war Vegetarierin für ein Jahr, ja. Was ist denn da der Unterschied? aber ich könnte Käse essen. Und Käse. nochmal also, als Französin nicht, also ohne Käse zu leben, war es unvorstellbar. Und dann Ja. über dieses Jahr ist mein Geschmack von allein Okay, also hat du sich hast geändert. Aufgehört Fleisch zu essen, hast Von dann, tags. hast Ich war dann bei- mehr Käse gegessen. Ja, also was passiert ist, ich war bei dieses Burgerladen The Bird. Ja. Du kennst den bestimmt, ne? Der Original-Burgerladen in Berlin. Die haben so krass juicy, rare Steaks. Und die sind Ich glaub, da die muss ich noch hin. Die Ich kenne besten. dich. Wirklich, also die waren damals, ich war jetzt natürlich nicht mehr dort. Und mein Magen war voll mit dieses Fleisch und ich habe dieses Video geguckt. Die hat mich komplett, it put me off. Und dann konntest du bei denen nicht mehr essen. Ja, Okay. weil ich hatte dieses Fleischschwitzen. You know, wenn du isst so viel Fleisch, dein Körper ist like sweating. You're like, the meat sweats, you know? Also du hast quasi, I was disgusted with my body. du hast quasi richtig den Nocebo-Effekt manifestiert. Ja. Das heißt, du hast eine Vorstellung über etwas und dann wird das für dich wahr. Ja. Und aber das kommt aus dir selbst raus. Das ist Nocebo-Effekt. Also aber ich hatte Fleisch in meinem Körper. You know, I was digesting meat. Ich war in diese. Ja, aber dann hast du quasi physische Ja. Erscheinungen davon, Ja. wenn du das isst. Oh, okay. Ja. Interesting. Okay, also dann Nudeln.
ich kann sagen, über vegan zu sein, es ist so ein persönlicher Weg. Ich kann niemand beibringen. Also ich kann niemand sagen, du solltest vegan essen, weil das ist so persönlich. Und wenn jemand mich das sagen hätte, ich hätte sagen, du bist verrückt, ich kann nicht ohne Fleisch leben. Für jede allein dazu kommen. Ohne Druck. Aber in Berlin sind so viele Möglichkeiten für gutes Essen in der veganen Welt. Wie sagt man, zum Beispiel eine Schweinimitation haben und eine Rindfleischimitation? Ja, ich finde das eigentlich schade, wenn du so Gerichte hast und du versuchst quasi die vegane Version super stark an der Fleischversion anzulehnen, anstatt dass du ein ganz neues Essen Also hast. ich bin für beides, Ja? weil ich Fleisch so viel geliebt habe. Dann freue ich mich über Fleischimitationen, aber nicht. Mal unterschiedlich. Ja, die Nüsse, die Sesam ist so viel stärker. Ich meine diese und diese, aber es mag Ja. die Soße dran sein. Aber der Sesam ist so präsent. Es ist viel nüssiger. Ja, das muss bei den Dandan-Nudeln. Okay. Und genau, Erdnüsse rein. Sind da Erdnüsse drin? Nee, Sesam. Achso, Sie haben die Erdnüsse vielleicht wegen Allergikern weggelassen oder so. Oder wie bei Lynn. Lynn mag keine Erdnüsse und deswegen hat sie Erdnüsse aus ihrer Sichuan-Küche verbannt. Oh mein Gott, sie mag keine Erdnüsse? Nö. Oh nein. Erdnüsse sind. Oh, das tut mir leid für sie. Weil es gibt eigentlich auch so Erdnüsse so in verschiedenen Variationen. Erdnüsse gekocht und gebraten, Erdnüsse klein gemacht so, Erdnüsse als Pulver, Erdnüsse als Creme, Paste. Erdnussbutter, ja. Ja, eine meiner größten Inspirationen für chinesische Küche ist Sissy von Eating in Berlin. Ja. Oh, sie inspiriert mich und meine ganze Familie zu kochen. Wie? Sie Einfach, wenn sie die Sachen macht. Ja, sie macht ganz viel auf Instagram und zeigt so Soße-Tipps. Und da Erdnussbutter gehört, ich glaube, das Lust zu kochen hat sie mir sehr doll beigebracht. Ja. Und da bin ich dankbar. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht alles authentisch, also so nah wie authentisch wie möglich. Ja. Es ist ein bisschen so wie vegan zu sein. Ja. Man muss nicht perfekt Veganerin sein oder vegan sein. You know, boah, die sind überhaupt nicht scharf, ne? Die zwei. Also so einmal in der Woche vegan reicht oder wie? Nee, dann bist du gar nicht vegan, wenn es nur einmal in der Woche. Ich meine, wenn du in Urlaub bist und da ist so ein Stück Käse, I don't know. Man kann auch, weil ich so Frenchitarian für ein Wochenende. Aber mein Magen kann das nicht mehr halten. Gibt's das oder wie? Nee, ich habe es selber erfunden. Ja, ja, weil der Restaurant könnte mich überhaupt nichts bringen, die keine Käse hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche mal Spaghetti mit Parmesan. Und der Parmesan war einfach obendrauf. Und ich war so... Wirst du in Frankreich böse angeguckt, wenn du den Käse nicht aufisst? Oh mein Gott. Nee, wenn du fragst nach etwas ohne Käse, ist es so unvorstellbar. Das ist so wie wenn du in Deutschland sagen würdest, du trinkst kein Bier oder wie. Bestimmt. Bist du so ein Außerirdischer? Oder magst keine Kartoffeln. Magst keine. Kannst du dich das vorstellen? Okay. Hast du mich voll erwischt. Ich bin kein Kartoffelfan, ich mag keinen Spargel Oh mein Gott. und ich trinke auch kein Bier. Wow. Wie kannst du keine Kartoffeln mögen? Kartoffeln sind so... Zu viel. Also so Kartoffelbrei finde ich super. Okay. Aber so Rösti? Okay, ist nicht deutsch, aber... Rösti magst du nicht? Nee. Pommes? Pommes sind okay, aber ist auch nicht so, dass es, wie sagt man, brauchst du jetzt jeden Tag oder so. Ja. Aber ich hatte auch das Problem zum Beispiel, ich kann etwas sehr lange Zeit essen und dann höre ich auf, das für Jahre zu essen. Wie als Kind habe ich fast
jeden Tag Lasagne gegessen, bis ich plötzlich diesen Punkt hatte, dass die nächste Lasagne wollte nicht mehr von mir gegessen werden. Ja. Und dann habe ich für 15 Jahre keine Lasagne gegessen. Was war die dann hatte ich Lasagne? ein Kind. Okay. Und wir haben zusammen Lasagne gegessen und habe dann gemerkt, ja, oh, die ist ja lecker. Und bei meiner Oma gab es immer nur die Kartoffeln, die so besonders mehlig sind. Und dann verteilt sich so alles im Mund und du kannst nicht mehr atmen und so. Dann ist so, nee. Ich überlege die ganze Zeit, während wir hier futtern, ob ich vielleicht irgendwann vegan werde, ja. Überlegst du? Ja. Ja, ist schwierig. Ich habe es mit meinen Kindern, weil die natürlich lieben die Tiere. Und dann, es tut die ganz leid. So viel Leid, wenn die Fleisch essen. Aber ich versuche ein bisschen zu unterstützen, dass sie das genießen, bis die das nicht mehr machen können. Ja. Und dann aufhalten. Aber nicht mit Schuld das Fleisch essen. Aber haben die, achso, die sind dann auch beide vegan? Alle? Nee, die essen. Ja. Achso, die machen, was sie wollen quasi. Ja. Also diese, okay. Ich finde die außen, also durch den sauren Geschmack, dann mit der Sesamcreme, richtig toll. Aber drinnen gibt mir irgendwie nicht so, weil finde ich so zu weich und dann ist so flutsch, ist so weg irgendwie. Ja, ich finde Kohl, ich weiß nicht, was drin ist, aber so eine Art Kohl ist immer, immer so lecker drin. Ja. Für die Veganer. Natürlich, ohne Fleisch ist es. Meinst du, muss Kohl rein? Ja. Echt? Ja, weil Lynn macht die ja einfach mit Tofu. Oder auch gut. Auch gut. Also, alles für dich. Bist du bereit? Ich bin immer... Ja, die war... Warte. Die hast du gesagt war... Eine Nuss klauen okay. Zum Anfang. Okay, also Spicy Nuss. Ja. Oh, das geht doch. Ganz mild. Jetzt Sag dir doch. Jetzt wird gemixt. Aber dass sie... Udon-Nudeln. Hast du ein bisschen gefragt nach die Chili-Soße? Ach so, ob mehr? Nee, was drin ist. Ach so, nein, ich Weil habe es nur steht gefragt, auch nicht. dieses ist super scharfe und dann sie sagt, ja, dann sage ich, okay, ich nehme das. Ich mache erstmal nur eine Haar. Oh, guck mal das an. So lecker. So viele Soße. Das ist gar nicht das Schärfste. Nee, es ist nicht so scharf. Also man merkt schon, es brennt so nach hinten. Aber je nach Chili brennt es sozusagen an unterschiedlichen Orten. Es geht. Es geht. Ja. Da fand ich eigentlich, welches war das? Diese? Diese Schärfe. Ja, oder diese hier. Ja. Ah ja, die hat 3 Chilis und die hat 4. Also, und die hat 5 mit einem crazy Emoji. Mit einem explodierenden Kopf. Oh, jetzt kommt ein bisschen. Die Menge macht's ja immer. Also bei mir brennt es jetzt unterhalb der Zunge. Da, wo man immer nichts machen kann. Außer abwarten. Es geht noch für mich. Ja, du merkst bestimmt gar nichts, oder? Nee, doch, ein bisschen. Respekt. Es ist sowieso, spätestens im Chili-Contest sieht man mich einfach immer nur als Fan, wie alle Leute da einfach das weghauen, ohne Wimpernzucken im Tryout. Der Tryout für mich war so easy, dass ich mich fast keine Sorgen gemacht habe für das Chili. Jetzt kommt's. Ja, meine Zunge ist, der kannte meine Zunge und der vorne. Ja. Ich war so confident,
Ja, aber nach das Dann erste... haben wir euch alle gekillt. Ihr wart alle so ich habe auch confident. mit Wir dachten auch, wir haben eine richtig starke Truppe. Aber ich hatte auch mit diese 4 Carolina Reaper zu Hause ganz viel trainiert. Ich habe es so täglich gegessen. Das hat mich... Ja, du hast ja auch so einen Contest vorher gemacht, ne? Du saßt da auf irgendeiner Tribüne und hast da eine Carolina Reaper weggehauen. Wie kann das dann sein, dass unseres schärfer war? Die kommt auch im Mai, dieses... Wir hatten die bessere Carolina Reaper. Die Lynn sollte mitmachen. Aber wir hatten auch schon einen Chili-Contest, der zweite. Da hatten wir echt eine Challenge. Die Carolina Reaper war überhaupt nicht scharf. Also überhaupt nicht scharf heißt, die war so Stufe 4 oder so. Ja. Also Lynn hat teilgenommen oder ihr waren? Die hat ja vorher getestet. Ah, okay. Man muss ja einmal testen, ob es okay. Aber wir hatten das mal, dass bei uns ist so, wir kriegen so immer so 25 Kilo Sack mit den super scharfen Chilis, also die wir für 3 Chili benutzen. Von China? Und dann ist der Sack gerissen. Und dann mussten wir das umtüten und ich stand so mit, es war vor Corona, da gab es nicht überall Masken oder so. Oh, wow. Und dann so mit Schal drumrum und dann hat es irgendwann überall angefangen zu kribbeln und mein Gesicht zu rot und dann hier. Es hat dann noch für 3 Tage gebrannt einfach. Wow. Oh mein Gott. Das war bis jetzt mein härtester Job. Aber wo ich bei Leo angefangen habe, hatte ich am Anfang die Herausforderung, immer wenn wir Chiliöl machen und dann das Dreier-Chiliöl, dass wenn hier auf die Hände getropft ist, dann haben halt super lang hier in den Fingernägeln so, hat es immer gebrannt. Wow. Dachte ich mir auch damals so, okay, für was hast du hier unterschrieben? Wow. Krass. Und also Lynn ist überhaupt nicht betroffen? Naja. Nee. Ja, ihre Mutter ist noch viel schlimmer. Ist immer noch mein Traum. Ja. Ja. Aber trainierst du mit deinen Chili? Ich habe für die Reise trainiert. Okay. Habe dann auch erfolgreich meine Chenjiao mit 3 gegessen, ohne dass ich 4 Stunden Pause brauchte. Ich konnte aber früher super scharf essen, weil ich habe ja Lynn kennengelernt und dann, keine Ahnung, wie das so ist, ne? Dann war so, okay, nee, du kannst ja jetzt nicht verraten, dass du eigentlich nicht so scharf essen kannst. Dann waren wir immer Hotpot essen und sie hat mich immer in Läden gebracht, weil die waren besonders scharf, also viel mehr, als wenn ich mit meinen Arbeitskollegen irgendwo war. Ja. Und ich glaube, sie hat das mit Absicht gemacht. Bis heute sagt sie immer nein. Um dich zu testen. Und ich habe so gelitten, ich habe so eine rote Birne gehabt und geschwitzt und geheult und so. Und dann war einfach, sie fragt immer so, ja, ist scharf für dich? Und ich meine so, nein, gar nicht scharf. Wow. Ja. Ich habe so gelitten. Ich hatte dann aber später, ich glaube in meinem 3. Jahr, ich war ja fast 6 Jahre in China, in meinem 3. Jahr hatte ich mit der Galle Probleme. Die hat sich entzündet und da musste ich OP machen und so. Ich habe damals in Shenzhen gearbeitet und habe mir dann 3 Wochen frei geholt, weil ich hatte eigentlich gar nicht so viel Urlaub. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen, habe OP gemacht und bin zurückgeflogen. Und aber in Vorbereitung, weil ich musste auf den Termin in Deutschland, glaube ich, 2,5 Monate warten. Und das hat da ja wehgetan. Also ich hatte so Tage echt, da lag ich so auf dem Boden und so richtig schlimm. Und immer wenn ich auf Arbeit war, so komm, zeig nichts, weil ich war zu der Zeit da der Chef im Büro. Und da kannst du keine Schwäche zeigen. Ja, dann habe ich von meiner Schwiegermutter so Buchweizentee bekommen. Der ist entzündungshemmend. Und dann habe ich immer Buchweizentee getrunken und nicht mehr scharf gegessen. Und naja, das waren ja dann so fast 3,5, 4 Monate. Zu der Zeit habe ich echt mal vegan gegessen. Ja, einfach weil ich habe dann geguckt, welche Diät ist die beste und gegen, wie sagt man das, entzündungshemmend.
Und dann habe ich kein Fleisch gegessen, genau. Und ganz viel Kartoffelbrei und Möhren und so. Das war super langweilig. Und Congee auch? Und dann habe ich verlernt, scharf zu essen. Das war das Erste. Bei der OP war super lustig eigentlich, weil ich kam ja quasi direkt aus China. Auf der Arbeit immer nur Englisch und Chinesisch. Mit Lynn damals auch nur Englisch gequatscht. Und dann bin ich aufgewacht von einer Narkose und habe die Krankenschwester auf Chinesisch zugetextet. So. Wow. Und sie war nur, hör auf zu reden, so. Ja. Okay. Und weil ich wusste dann nicht mehr, wo ich bin und so. Und das war so ein bisschen wild. Und dann kam langsam so die Erinnerung zurück. Und dann, aber Deutsch war komplett weg. Ich konnte auch kein Deutsch reden einfach. Wow. Ja, irgendwann kam so ein bisschen das Englische und meinte dann, Deutsch sprechen. Du schaffst es. ich bin Deutsch, aber ich habe alles gerade vergessen. Ja, ob das normal ist. Und sie war schon genervt von mir. Wow. Ja. Ja, aber da muss ich fix zurück zur Arbeit und ja, ich habe dann noch so 2 Wochen Ruhe da gehabt im Krankenhaus, damit das so verheilen kann und war dann aber im Flieger. Da hätte das wohl eigentlich alles wieder aufreißen können, aber ist nicht passiert. Ja. Ich muss mehr Handtücher. Okay. Aber wollen wir noch so ein kleines Fazit zu dem Essen machen? Ja, gerne. Ja. Also marinierte Yuchang-Sauce. Nudeln mit Yuchang-Soße ist persönlich eigentlich mein Favorit irgendwie. Das ist am leckersten. Ich kann auch gar nicht genau beschreiben, warum. Das vegane Sojahack ist richtig cool. Ist auch bei beiden unterschiedlich, also vom Geschmack. Was findest du so am besten? Ich fand den Die Nussig-Geschmack Dandan. hier Ja. super. Das hatte ich noch nicht probiert. Ich fand hier. die aber ein bisschen zu trocken. Ja, die sind ein bisschen trocken, aber es war auch, die 2 waren definitiv die besten. Ja. Aber mit ein bisschen mehr Schärfe wäre es auch schön. Und ich fand die 2 sehr scharf am Anfang, aber die hat so ein ganz langsames es kam so, Diese. die Schärfe kam Aber es kam geht langsam, wirklich, aber, ne? Ja. Wir waren in einem Sichuan-Restaurant. Der Name sagt eigentlich, hier kriegst du super Sichuan-Essen. Und dann hat es das da irgendwie alles gar nicht gehabt. Und dann waren wir auch so ein bisschen enttäuscht. Und das hat man dann auch gemerkt. Deswegen, diese ist scharf, aber es geht noch, ne? Ich glaube, so in unseren Chili-Leveln so 2 oder 2,5. Ja. Ja, Ja. eine 3 ist das noch nicht, ne? Nee. Ja, also der Kopf ist da nicht explodiert, Nee, leider. überhaupt nicht. Ja. Also ich habe letzte Woche 3 bei euch gegessen und Ja, ich habe ein bisschen geschwitzt. hast ein bisschen geschwitzt. Es war auch sonnig. Aber hier könnte ich das einfacher essen, ja. Aber es ist schon schärfer als letztes Jahr, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob mein Niveau jetzt niedriger ist. Wie fandst du diese? Die finde ich lecker. Ja? Das ist ein bisschen zu viel Öl, würde ich sagen, oder? Findest du? Nö, Ist das zu normal? viel Öl gibt's nie. No. Ja. Also in Chengdu ist ja alles das nicht immer ist ja alles unter Wasser Ja. oder unterm Öl. Ja. Okay. Die Chilis sieht man hier auch noch nicht so viel, weil ganz viel ist klein gemacht so, ne? Ja. Würdest du sagen, man könnte in China als vegan gut rumreisen? Oder? Schwierig, weil du musst dich ja immer äußern und sagen, kannst du mir das vegan machen? Okay. Ja, und dann ist vielleicht, nee, wir benutzen Schweineschmalz oder so. Das ist schon hier drinne einfach. Ja. Ja. Ich dachte vielleicht mit Fischsoße oder so, aber Schwein, oh, okay. Fischsoße. Ja, es gibt ja auch die Fake-Fischsoße. Also Yuchang zum Beispiel. Also Yu heißt Fisch und Chiang ist Geschmack, Geruch, sowas. Also der Fischgeschmack. Weil es gibt in Sichuan gibt es einfach die Fake-Fischsoße. Okay. Ja, und das ist die eigentlich. Und es steht überall dran mit Fisch. Und ich dachte auch früher, oh nee, auf Fisch habe ich keinen Bock. Habe das so lange nicht gegessen. Ja, und dann am Ende ist es einfach nur eine andere Würzung sozusagen. Ja. So wie wenn du jetzt so die 5-Gewürzmischung oder sowas hast. Yeah. Also hier, die kleine schwarze Bohne,
ist Doce. Ja? Hallo Thai-Küche, gibt uns mehr davon. Doce ist so geil, ja? Es darf nicht verloren gehen. Okay. Bitte, packt mehr in euer Essen rein. Dankeschön. So. Ich mag das, Ja, es weil wird es hat so einen schön, ganz das eigenen Geschmack. Wir waren auf dem Weg nach Hanjön, sind in so einem alten Dorf gelandet, wo wir dann einen Sichuan-Pfefferprinz getroffen haben. Die Dorfbewohner haben denen den Namen gegeben, Wow. ja, weil der sich so super mit Sichuan-Pfeffer auskannte. Dann waren wir in einem Restaurant und da gab es das quasi einfach so in so einem, wie hier dieses Ding voll mit Doce. Und ich saß einfach nebenbei, hab das so weggelöffelt. Oh mein Gott. Ja. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Und in dem Dorf habe ich einen neuen Feuertopf kennengelernt. Okay. Nennt sich, komischerweise nennt er sich einfach gelbes Fleisch. Okay. Also es gibt ja ganz viele Variationen in Sichuan vom Feuertopf. Ich lerne jetzt einfach konstant irgendwelche neuen Sachen dazu. Das ist unglaublich. Und du hast Ja. Lust, mehr ins China dieses Jahr zu reisen? Ja, ja. Na, wo wir letztes Jahr in China waren, ich habe das auch Lin ganz ehrlich gesagt und ich habe das, glaube ich, sogar Ja. in die Kamera gesagt, ich wollte nicht zurück. Ja. Und das war ganz ernst gemeint. Und seitdem habe ich so ein bisschen ein Problem und ich will einfach nur da sein und futtern. Oh Gott. Ich habe Hunger. Ja, auf Sichuan essen. Ihr hattet auch... Deswegen jetzt YouTube-Kanal. Ja, das ja. ist jetzt Ja, hier dann meine kannst du- Befriedigung und da Ich kann muss ich nach Sichuan-Küche essen. Und hoffentlich ist es gut, ja. Genau. der Chili hier ist anders von die anderen, ne? Ja, weil hier ist so viel Essig noch dabei. Essig? Genau. Diese oder nicht? Ja. Ist ganz sauer. Okay. Ja, das muss ich lernen, diese feinen Unterschiede. Diese ist ein bisschen vom Geschmack her wie unsere Essen. Swanla Shaoshou. Okay. Sehr ähnlich. Ja, es gibt eigentlich noch so viele tolle Sachen, aber Lin ist quasi ja alleine. Ja, da in der Küche. Ja. Hätte sie noch so einen Partner in Crime oder so, dann könnte man noch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Ja, aber es reicht auch, glaube ich. Weil wir wollen im Oktober weg. Mit Lin. Da ist aber Lin, nö, Lin fliegt woanders hin. Okay. Aber sie wird nicht in Berlin sein. Okay. Okay. Aber ja, eine Woche macht sie dann zu und die andere, glaube ich, auch wieder Halbzeit. Und dann habe ich schon in meinem Kopf eigentlich, dass wir im Winter nochmal, entweder im Januar oder im Februar nochmal, Okay. dann in Südchina. Ja, aber es hängt ein bisschen von ab. Heute Abend, wir müssen irgendwann zurück. Ja. Nee, Spaß, keine Eile. Kommt der Trailer zu der Südchina-Reise. Wow, wie spannend. Und die Announcement, dass wir quasi versuchen, alle 2 Wochen ein neues Video für diese Reise dort zu posten. Und ja, ich hoffe super stark, dass das richtig erfolgreich wird in irgendeine Richtung. Yeah. Also mindestens in die, dass sie arbeitet Vollzeit bei uns. Ja. Und aktuell wird das quasi durchs Restaurant finanziert. Ja, dass wir das vielleicht durch diesen YouTube-Kanal finanziert kriegen. Ja. Und wie läuft das mit, ab wann kann man mit YouTube verdienen? Wir sind jetzt, glaube ich, noch so 1000 Stunden davon entfernt, dass das monetarisiert wird. Ja, aber wir sehen schon, ich musste sie 3 Wochen alleine lassen, weil ich war ja in China und habe gefilmt und habe da nicht so viel Input immer gegeben. Und ja, die Also du hast Videos, das die alles kommen immer gefilmt? besser an. Ja, Du hattest gefilmt. ja ich habe jetzt in Chengdu in Südsichuan gefilmt. Ja, hoffentlich gut genug. Ja, wow, cool. genau. Wie spannend, cool. Das ist jetzt so das Vorhaben und dann würde ich eigentlich mehr machen, ja. Ja. Und aber wenn es wirklich klappt, dann ist vielleicht irgendwann das Problem, dass eigentlich Deutschland der falsche Ort ist sozusagen. Aber ich fand das so Schon lustig. wieder. Bei uns hast du, glaube ich, erst im Laden, da hattest du noch nicht so die krasse Reaktion irgendwie. Und dann war das im Auto oder was? Ah, und da habe ich ein bisschen... Ja, und da warst du schon wieder total rot. Ja. Oh Gott, muss ich wieder nachgucken. Da habe ich mir so gedacht, okay,
kann man machen. Ja. Ja, Naja, manchmal kommt es langsamer. ja. Ich habe jetzt auch irgendwie, was war das letztens? Das war nicht Scharfes, beim Ming-Restaurant, irgendein Magen, Darm oder sowas. Gar nicht lecker. Okay. Meinte ich dann für den Content, für euch. Oh, Schreiben Leute drunter, Dankeschön. oh Gott. Danke, dass du für uns da bist. Oh Gott. Da geht's zur Playlist, da geht's zum nächsten Video. Viel Spaß.